Eine zerkratzte Frontscheibe sorgt für schlechte Sicht und lässt sich aktuell meistens nur durch einen Austausch beheben. Wir wollen hier bei unserem Polo mal probieren, was mit einer Glaspolitur geht und was eben auch nicht. Das hier ist mit Sicherheit ein relativ extremer Fall. Wir haben viele Kratzer, wir haben hier oben sehr heftige Kratzer, viele kleine, etwas längere, also im Endeffekt eigentlich eine Scheibe, die man austauschen müsste. Aber für uns das perfekte Versuchsobjekt, um mal zu gucken, ob wir mit einer Glaspolitur, einer passenden Maschine, dem passenden Pad und der richtigen Technik in der Lage sind, Kratzer hier aus dem Glas rauszubekommen und wo das ganze Thema seine Grenzen hat. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Ein wichtiger Hinweis: Überlegt euch gut, ob ihr das machen wollt. Rein rechtlich ist es relativ schwierig, das zu machen, also zumindest nicht offiziell erlaubt. Muss aber am Ende jeder selber wissen. Hier nur der Disclaimer, dass ihr Bescheid wisst. Das Auto ist jetzt schon eingepackt und abgeklebt. Das ist ganz wichtig, weil ich kann schon erahnen, das wird eine spritzige Angelegenheit. Und damit wir den bereits vorpolierten Lack nicht noch mit Glaspolitur bespritzen, die dann wieder zu Kratzern führt, haben wir schon mal das ganze Auto eingepackt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du nur einen Kratzer polierst, ist es mit Sicherheit nicht nötig, aber da wir uns um die ganze Scheibe kümmern wollen, war das der sinnvollste Weg. Ich würde sagen, ich höre auf zu quatschen, wir starten jetzt mal mit der Glaspolitur. Ja, also vom Ergebnis, also es sind definitiv Kratzer rausgegangen, das muss man jetzt ganz klar sagen. Gerade so diese Masse an Verkratzung hat sich deutlich reduziert, aber wir haben doch noch relativ viele, vor allen Dingen tiefe Kratzer drin. Ich glaube, das ist noch nicht das Optimum der Methode. Es ist auf jeden Fall eine Arbeit, die wünsche ich meinen Feinden nicht. Und ihr seht ja, wie es hier aussieht und wie ich auch sehe. Also Handschuhe sind da absolut Pflicht. Und auch hier muss ich sagen, habe ich mich für Nitrile-Handschuhe entschieden. Ich poliere ja ganz gerne mit so Montagehandschuhen, weil das Handling dann gut ist und die Hände nicht so schwitzen. Aber die sind halt auch chemieresistent, sind von unserem Partner Ansel. Extrem gute Angebote, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Und wir gucken uns jetzt erstmal das Ergebnis an, wenn ich die ganze Pampe hier runterkriege. Es waren jetzt zusammengenommen ungefähr knappe 2 Stunden Arbeit für die halbe Scheibe, die ich einmal noch mit der falschen Technik vorpoliert habe. Und dann hier diesen einen Kratzer allein auch nochmal 35, 40 Minuten. Wobei hier, wo ich jetzt 5, 6 Mal drauf war, der Kratzer wirklich kaum noch zu sehen ist. Und vor allen Dingen der Kratzer von dem anderen Wischerblatt, zeigen wir euch, der ist wirklich da, wo ich intensiv poliert habe, weg. Also es geht. Glas kann poliert werden. Es ist eine extrem anstrengende und materialintensive Arbeit. Ich habe jetzt für die halbe Frontscheibe und diesen Kratzer eine ganze Flasche, ich glaube 150 Milliliter sind da drin verbraucht. Das Filzpad war auch schon, hätte man eigentlich mal wechseln können, aber ich hatte jetzt nur einen 80er hier, deswegen musste ich durchziehen. Also Leute, wenn ihr wirklich mal einen Kratzer habt oder einen, der rüber geht und ihr nehmt euch mal 3, 4 Stunden Zeit für so einen Kratzer, der über die ganze Scheibe geht, dann geht das schon. Man kann da wirklich was erreichen. Damit jetzt eine komplette Scheibe aufzubereiten, dann muss die Scheibe schon 10.000 € kosten oder man darf keine Teilkasko haben oder man muss viel Zeit und Lust drauf haben. Mir tun total die Arme weh, ich brauchte wirklich viel Druck. Also es ist nichts, was ich jetzt noch mal irgendwie in Zukunft mache. Es sei denn, man hat wirklich mal einen Kratzer, der nicht so tief ist wie dieses fette Teil, weil der ging wirklich super weg. Und auch rundum, wo ich den Kratzer bearbeitet habe, sind die Mikrokratzer, diese feinen Swirls, möchte ich fast sagen, auch weg. Fazit, macht keinen Spaß, kann ich niemandem empfehlen.
aber funktioniert, wenn man es richtig macht und sich die Zeit nimmt. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachmachen, diesmal wirklich. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.